Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Das gehört einfach dazu, wenn man wachsen will, wenn man einen Standort aufbaut, dass man dann mal so einen kurzen Schluck aus der Pulle mitnimmt. Wenn der Umsatz aber dann kommt, dann können wir uns, glaube ich, alle nicht beschweren. Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE mit Sitz in Gelsenkirchen. Das erste Halbjahr ist abgerechnet. Herzlich willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andi Groß. Und innerhalb dieses ersten Halbjahres galt das zweite Quartal, so habe ich es verstanden, nach dem letzten Interview, als Lackmustest für die Nachfrage. Und Masterflex liefert 4,2% Umsatzwachstum. Die operative Marge sinkt jedoch leicht. Lassen wir uns klären, wie stark läuft das Geschäft wirklich. Also Halbjahresumsatz steigt 1,7% auf etwas mehr als 54 Millionen Euro. Das zweite Quartal wächst deutlich stärker. Ist das eine Trendwende? Ich glaube, es hängt bei uns so ein bisschen damit zusammen auch, wie die Fakturatage sind, wie Ostern liegt. Insofern sind so ein bisschen mehrere Effekte, die wir da drin haben. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel einen Juni, wo man fast durcharbeiten konnte mit wenig Feiertagen, weil die alle ein bisschen vorgezogen waren. Ich würde es aber trotzdem schon so ein bisschen, wenn man sich die Branche anguckt, in denen wir wachsen, als Trendwende sehen. Wir haben auch gesehen, dass der Juli Stand jetzt auch ein guter Monat geworden ist. Also insofern, dass was wir in dem zweiten Quartal erlebt haben, setzt sich auch bis jetzt weiter so fort. Auftragsbestand ist auch angewachsen. Insofern schauen wir schon positiv nach vorne und denken, dass das auch eine Trendwende ist. Nachdem wir im ersten Quartal ja noch etwas leicht hinten dran waren, ergebnismäßig gut auf Spur waren, haben wir, glaube ich, im zweiten Quartal jetzt gezeigt, mit 4,2% Wachstum, dass das gut ist und es kann gerne so weitergehen an unserer Stelle und auch für die Aktionäre logischerweise. Wir sehen halt immer noch ein sehr heterogenes Bild, wenn man auf die verschiedenen Branchen guckt, die man beliefert. Manches läuft sehr gut, also Medizintechnik ist sehr stark bei uns. Luftfahrt läuft auch gut, ist aber ein gemischtes Bild. Dort, wo wir in den Flughafen-Infrastrukturbereich reingehen, ist es in der ersten Jahreshälfte nicht ganz gut gewesen. Da gehen wir aber davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Projekt kommt. Das ist, wie gesagt, mehr projektbezogenes Geschäft. Insofern setzen sich schon so ein bisschen die Trends aus den letzten Quartalen vor, dass so diese Themen Maschinenbau, alles, was wir so unter Tech zusammenfassen, ein bisschen heterogenes Bild haben. Aber Luftfahrt, gerade wenn es in die Flugzeuge hineingeht, als auch Medizintechnik, durchaus sehr, sehr gut laufen. Was machen denn die Kosten? Es gibt ja da einige bedeutende Projekte. Marokko läuft an, soll jetzt, glaube ich, dann zum vierten Quartal ans Netz gehen. Personal habt ihr aufgebaut. Themen IT kosten sicherlich auch. Wie passt das jetzt zusammen? Umsatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite entsprechende Marge bzw. das EBIT? Ja, die Marge sind wir ja weiterhin sehr, sehr gut. Also können wir uns eigentlich nicht beschweren. Das erste Thema, was uns so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war das Thema Rohstoffpreise, weil die ja stark gestiegen sind. Können wir das dann direkt an unsere Endverbraucher weiterreichen? Da kann man ja, glaube ich, sehr gut sehen, dass uns das gut gelungen ist, dass die Materialeinsatzquote sich sehr, sehr gut entwickelt hat an der Stelle. Personal haben wir schon aufgebaut. Wir machen auch Insourcing von IT-Leistungen, aber auch Marokko haben wir schon ein bisschen aufgebaut. Da befinden sich jetzt einige, die eher im direkten, also im Werkerbereich arbeiten, jetzt in der Ausbildung. Das wird aber vom marokkanischen Staat finanziert. Ganz interessantes Konzept. Die machen so 6 Monate quasi schnelle Ausbildung, auch zum Teil schon an unseren Maschinen. Und wir übernehmen die dann im Herbst. Wie du richtigerweise sagtest, gehen wir im vierten Quartal Go Live oder Start of Production. Insofern ist unsere Gewinnverlustrechnung jetzt mit Personalkosten ein bisschen belastet. Das wird nochmal hochgehen. Das hatte ich vorher auch schon angekündigt. Wir werden einen Zeitraum haben, sicherlich zum vierten Quartal, vielleicht auch im ersten Quartal 2027 dann schon, wo wir Personal aufbauen und die dann erstmal produzieren. Bis das dann verumsetzt wird, wird es dann immer noch einige Wochen oder Monate dauern. Insofern werden wir da erstmal so ein bisschen in Vorleistung gehen, werden wir bei den Personalkosten ein bisschen einen Schub erleben, aber das wird nur kurzfristig sein und dann, wenn wir dann in die Verumsetzung gehen, wird es dann wieder alles sauber laufen. Aber das gehört einfach dazu, wenn man wachsen will, wenn man einen Standort aufbaut, dass man dann mal so einen kurzen Schluck aus der Pulle mitnimmt. Wenn der Umsatz aber dann kommt, dann können wir uns, glaube ich, alle nicht beschweren. Ein kurzer Schluck aus der Pulle, also operativer Cashflow sinkt leicht, der rechnerische Free Cashflow fällt, also sind auch die Themen, die wir angesprochen haben, Nettoverschuldung steigt gleich. Also finanzieller Spielraum für Zukäufe wäre da noch da? Ja, der ist ja noch sehr gut da. Wir sind, was M&A, was Akquisitionen angeht, ja sehr intensiv durchaus unterwegs.
Wir haben einen Konsortialkreditvertrag, der bei 55 Millionen gedeckelt ist. Davon haben wir gerade 10 Millionen gezogen. Also insofern ist jetzt theoretisch 45 Millionen Euro Luft. Wir werden dieses Jahr investitionsseitig ein bisschen stärker, also auch einen Schluck aus der Pulle nehmen. Das sieht man ja schon im ersten Halbjahr. Das wird im zweiten Halbjahr auch noch so weitergehen. Das ist halt so, wenn man jetzt wieder so einen gewissen Wachstumsschub hoffentlich vor sich hat und diese Projekte, die zukünftiges Wachstum abbilden sollen, vor sich hat, dann muss man vorab etwas investieren. Das tun wir gerade. Und M&E-seitig haben wir damit sozusagen noch Luft. Wir haben Nettoverschuldung zu EBITDA, ein Covenant bei 3,0. Da sind wir ja auch noch ganz weit von entfernt aktuell. Also insofern ist die Luft für Akquisitionen extrem dick, wie man so schön sagen könnte. Auftragsbestand ist deutlich gestiegen, 10%, jetzt fast 22 Millionen Euro. Aus welchen Bereichen kommen diese Aufträge in allererster Linie und was ja auch nicht unwesentlich ist, wie schnell werden die dann auch umsatzwirksam? Das sind Umsätze, ist also viel im Medizinbereich vom Auftragseingangsanstieg, aber wir merken auch momentan so ein gewisses Maß an Erholung im Tech-Bereich. Auch dort haben wir das. Dort geht die Verumsatzung in der Regel eher schneller. Im Medizinbereich werden dann manchmal Aufträge reingestellt, wo die Verumsatzung erst so in 2-3 Monaten ist. Das Spiel hat sich aber auch im Juli so fortgesetzt. Also wir haben den Auftragsbestand weiter ausgebaut. Also insofern, die Pipeline sieht bei uns momentan gut aus. Ich habe eine große Kiste bei euch gesehen. Da steht nicht nur Masterflex drauf, sondern auch geheim. Also ein großer Rahmenvertrag soll da drin sein. Also 5 Millionen Euro Jahresumsatz soll der bringen. Was ist in der Kiste genau drin? Was liefert ihr schon 2026? Wann startet hier die Produktion? Wer ist der Partner? Dürfen wir leider, deswegen das Geheimschild, leider nicht preisgeben. Ich weiß, dass der Mensch am liebsten auf diesen roten Schalter drückt, auf dem steht nicht drücken. Aber wir dürfen da leider nicht sagen, passt aber grundsätzlich dieser Auftrag in unsere DNA. Projekt ist gerade in der Erstellungsphase, was bedeutet, die Maschinen, wir haben auch schon erste Materialtests gemacht, die sehr, sehr gut gelaufen sind, aber hinsichtlich Kunde dürfen wir nicht sagen. Klar, Auftragsvolumen ist 5 Millionen, was wir für 2027 so auch einplanen. Und wir haben schon Ideen, sowohl mit dem Kunden als auch im Umfeld zu diesem Material dort weitere Umsatz bis in Richtung 10 Millionen zu machen, also 5 plus 5. Und da sind wir relativ positiv. Das wird natürlich nicht alles in 27 kommen, sondern bis ins Jahr 2030. Da sind wir sehr positiv, dass das so kommt. Und leider dürfen wir nicht mehr sagen, wir hoffen, dass wir irgendwann mal mehr drüber sagen können, weil das tatsächlich ein Auftrag ist, der so richtig in unsere DNA auch passt. Und sowohl das Produkt ist spannend, das Material ist spannend mit seinen Eigenschaften, als auch das, was wir dort machen. Insofern hoffen wir, dass wir da mal in absehbarer Zeit ein bisschen vertiefter aus dem Geheim ein öffentlich machen können. Ist der Bereich öffentlich zugänglich oder ist das auch Es ist im Live-Bereich. Schauen wir die Prognose an. 103 bis 108 Millionen Euro Umsatz, EBIT 13 bis 16 Millionen Euro. Bestätigt zum Halbjahr, aber zugleich, und wie passt das zusammen? Ihr habt ja die BBC, die BBC, die gemeinsame Beteiligungsgesellschaft, vorstandsseitig sämtliche Masterflex-Aktien an die JF Müller und Sohn AG. Die haben jetzt knapp, ich betone knapp 30%. Jetzt sind ja Müller und Sohn, sind ja nicht unbekannt, sind ja Großaktionäre bei euch. Was steckt da für eine Story jetzt dahinter? Es ist eigentlich gar keine so große Story. Es war klar, dass wir sind ja 15, 16 Jahre Aktionär gewesen, sind 2010 mit der Kapitalerhöhung reingegangen und es war ja klar, auch kommuniziert, dass wir irgendwann mal raus wollen. Und Müller und Sohn hat uns darauf angesprochen und da haben wir uns zusammengesetzt und wir sind ja noch weiterhin dran incentiviert an der Stelle und insofern ist, glaube ich, das, was in der Presse auch stand, das ist tatsächlich so die Geschichte. Also der Zeitpunkt ist ja dann immer irgendwie falsch, zu dem man verkauft. Logischerweise glauben wir weiterhin an Masterflex. Wir werden ja auch weiterhin Vollgas geben. Ich glaube, so kennt man uns. Das hat auch mit unserer Beteiligung nichts zu tun. Wir haben auch, glaube ich, als wir noch beteiligt waren, mit Augenmaß auch Investitionen so vorangetrieben. Wir haben jetzt nicht die Masterflex ausgelutscht und haben viele strategische Themen auch vorangetrieben, die vielleicht ein paar Jahre Zeit gekostet haben auch. Aber irgendwann ist ja auch der Zeitpunkt gekommen, sich zu trennen. Wie gesagt, wir sind weiterhin incentiviert und glauben auch weiterhin an Masterflex, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja noch Verträge und werden weiterhin Vollgas geben an der Stelle. Insofern für uns ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Und dass jetzt Müller und Sohn 30% haben,
wie gesagt, knapp, sind ja unter der 30%-Schwelle. Was ist das für ein Signal? Es war ja immer kolportiert, die wollen gar nicht unternehmerisch mitreden, das ist gar nicht das Ziel, sie wollen aber langfristig dann dabei sein. Passt das dann zusammen? Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Müller und Sohn ist jahrhundertealtes Unternehmen und sie sind langfristig interessiert. Wie viele Family Offices denken die in Generationen und dann suchen die sich natürlich Perlen, wo sie ihr Geld über Jahrzehnte anlegen können und sehr positiv sind und ihr eigenes Aktiendepot mit Masterflex hat sich positiv entwickelt. Also insofern würde ich das persönlich Außenstehender als eine sehr positive Geschichte sehen, weil die sehen weiterhin erhebliches Potenzial in Masterflex und wollen langfristig hier investiert bleiben, wollen nicht über die 30% gehen, wobei ich das aktuell weiß. Aber da müsste man natürlich Müller und Sohn direkt zu befragen. Aber ich denke, das ist für alle Aktionäre ein gutes Zeichen. Man hat ja auch gesehen, dass der Aktienmarkt den Verkauf eigentlich sehr gut gutiert hat. Das erste Halbjahr 2026 ist abgerechnet. Der Finanzvorstand der Masterflex, Mark Becks. Dankeschön fürs Interview. Ja, ich danke dir. Bis dann. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.